Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Bauernregeln und Lostage. In diesem Video schauen wir uns die Bauernregeln basierend auf den Lostagen im Monat April an. Und das beginnt mit dem 1. April. Den 1. April musst du überstehen, dann kann dir manch Gutes geschehen. Was meint man damit? Wenn das Wetter keine Kapriolen liefert und wenn das Wetter wärmer wird und die kalte Jahreszeit vorbei ist, dann ist für die Ernte eigentlich eine gute Aussicht gegeben. 2. April bringt Rosamund Sturm und Wind, so ist Sibylle, das ist der 29. April, uns gelind. Vom 4. April gibt es einige Bauernregeln, ich habe 2 herausgesucht. 4. April, St. Ambrosius man Zwiebeln sehen muss. Wir werden sehen, dass der April vor allem ein Thema ist, wo es darum geht, wann man mit dem Säen beginnt und wie man den Ernteerfolg verbessern kann. Wir wissen von den Bauernregeln, die wir uns von Jänner bis März angeschaut haben, dass da eher schon die Hinweise auf die Ernte im Herbst erfolgt, aufgrund des Winterwetters. Im April ist das Anpflanzen und der Start am Feld ein sehr großes Thema. Nochmals 4. April. Ambrosius schneit den Bauern oft auf den Fuß. Das ist ein Hinweis darauf, dass es noch einmal richtig kalt sein kann, dass es auch noch einmal Schneeauflage auf dem Feld geben kann. 8. April. Wenn es viel regnet am Amantiustag, ein dünner Sommer folgen mag. Also ein Hinweis darauf, wie es im Hochsommer vom Wetter her sein kann und dass das jetzt nicht der heißeste Sommer werden wird und der sonnigste. Allerdings die letzten Jahre haben sich da selten daran gehalten. 10. April. Leinsamen säen am St. Ezechiel, dem 100. Tag nach Neujahr, so gedeiht er wunderbar. Wieder ein Hinweis auf das Säen, auf die Arbeit des Bauern im Monat April. Vom 14. April gibt es auch einige Bauernregeln. An Tiburtiustag alles grünen mag. Und nochmals 14. April, wenn Tiburtius schellt, dann grünt der Garten und das Feld. Was meint man damit? Das Schellen ist ein Hinweis auf Geräusche, auf Lautstärke und damit ist das Gewitter gemeint. Das heißt, wenn es am 14. April ein Gewitter gibt mit Regen und Blitz und Donner, dann ist das ein Hinweis darauf, dass genug Feuchtigkeit vorhanden ist. Und die Feuchtigkeit ist eine wesentliche Grundlage, dass es im Garten blühen kann und dass das Feld gedeiht. Und darauf spielt diese Bauernregel an. 15. April. Am 15. April der Kuckuck singen soll und müsste er singen aus einem Baum, der hohl. Der Kuckuck ist ein Signal, ein sehr deutlich hörbares Signal, dass der Frühling da ist, dass jetzt das Blühen beginnt, dass die kalte Jahreszeit endgültig vorbei ist und am 15. April sollte man ihn schon hören können. So ist es überliefert von der Bauernschaft. Und der Hinweis mit dem hohlen Baum ist, egal wo der Kuckuck ist, ich will ihn hören, ich will ein gutes Jahr haben. Also er soll gefälligst kommen und singen. 22. April. Wenn vor George Regen fehlt, wird man nachher damit gequält. Der Georgitag ist dann der Folgetag und ein wichtiger Lostag im April. Und hier ist schon der Hinweis gegeben, dass der Regen im Frühjahr sehr wichtig ist. Er ist eine Grundlage des Lebens, das Wasser allgemein und natürlich auch für eine gute Ernte, dass alles blühen und gedeihen kann. Und wenn es davor schon in einer Zeit, wo es normalerweise viel Niederschlag gibt, kaum oder zu wenig Niederschlag gibt, dann wird man das auch beim Ertrag merken.
23. April, das ist der eigentliche Georgstag. Gewitter am St. Georgstag ein kühles Jahr bedeuten mag. Ob das dann wirklich so ist, ist die Frage, aber diese Bauernregel gibt es auch schon sehr lange. Und nochmals 23. April. Zu Georgi soll ein Rabe sich im Roggen verbergen können. Also ein kleiner Hinweis darauf, wie es mit dem Wachstum zu diesem Zeitpunkt bestellt sein soll, dass die Ernte auch wirklich erfolgreich sein kann. 24. April. Wenn's friert an St. Fidel, bleibt's 15 Tage noch kalt und hell. Am 24. April, ein Frost ist schon ein Problem für die Bauernschaft. Teilweise haben wir das in den letzten Jahren auch gehabt, dass Anfang Mai äußerst kalte Nächte angedroht waren und dass teilweise die Feuerwehr auch geholfen hat, indem man da mit Rauch versucht, die Gefahr vom Frost für die Ernte zu reduzieren. Und 24. April Frost ist dann schon sehr spät für ein kaltes Wetter. 25. April. Leg erst nach Markusbohnen, er wird's dir reichlich lohnen. Ist auch wieder so ein Hinweis im April, wann man mit seiner Arbeit beginnen soll. 25. April. Solange es vor St. Markus warm ist, solange ist es nachher kalt. Also eigentlich die Umkehr des Wetters, wie man es bisher erlebt hat. Und nicht selten haben wir das auch erlebt, dass eine Jahreszeit viel zu warm war und nachher ist es kalt gewesen, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte. Dieses Video wird jetzt Ende März 2023 aufgenommen und wir hatten einen sehr warmen Winter. Und dieser Tage, knapp vor April, hat es auf einmal in Wien geschneit, obwohl es eigentlich den ganzen Winter fast nicht geschneit hat. Also, dass wärmere Jahreszeiten kälter sind als die eigentlich kalten, das kommt schon vor. 27. April. Hat St. Peter das Wetter schön, kannst du Kohl und Erbsen sehen. Also sehen ist wieder die Arbeit der Bauernschaft. Und da sieht man auch, dass es völlig unterschiedliche Zeitpunkte gibt, wann die Empfehlung von den Bauernregeln her abgeleitet wird, abhängig davon, was man pflanzen möchte. 28. April. Friert's am Tag von St. Vidal, friert es wohl noch 15 Mal. Das wäre allerdings übel, weil das geht dann weit in den Mai hinein und scheinbar hat es das früher sehr oft gegeben, weil sonst würde es diese Bauernregel gar nicht geben. 30. April, Regen auf Walpurgisnacht hat stets ein gutes Jahr gebracht. Wieder ein Hinweis auf die Feuchtigkeit und die Notwendigkeit von Regen. Und damit haben wir uns die Bauernregeln angeschaut auf Basis der Lostage bestimmter Daten im Monat April. Und ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.